Hallo, Herr Dr. Gerd Kommer, danke, dass Sie sich heute Zeit genommen haben für uns. Sie sind ja vor allem Bestseller-Autor von Souverän investieren. Da wurden ja über 70.000 Exemplare verkauft. Und Sie sind Investmentbanker. Und Sie haben ja das Buch geschrieben, Kaufen oder Mieten. Und da hätte ich mal so ein paar Fragen an Sie, was ein Jugendlicher machen könnte. Also meine erste Frage wäre, sollte man eine Immobilie kaufen oder mieten? Ja, Sie haben das Stichwort Jugendlicher genannt, Herr Burgdorf. Also letzten Endes denke ich will jetzt nicht das Thema auf eine andere Schiene setzen, aber dennoch möchte ich sagen, dass ein Jugendlicher oder auch junger Mensch generell, sagen wir mal unter 25, in erster Linie an der Entwicklung seines Humankapitals, Human Capital, arbeiten sollte. Was heißt das? Humankapital ist ein technischer Begriff, der vielleicht vielen nicht sagen wird, aber wie auch immer, es ist letztlich das Können und die Skills, die man hat, das Wissen, die Ausbildung, das Können, das man hat, das wirtschaftlich nutzbar ist. Ne? Wenn ich jetzt sehr gut im Harfespielen bin als Beispiel, dann ist es wahrscheinlich so, wenn ich nicht gerade Weltklasse Harfistin oder Harfist bin, ist das wahrscheinlich kein wirtschaftlich sehr ertragreiches Können. Aber wer am anderen Extrem des Spektrums zum Beispiel IT studiert, wie gesagt, nur Beispiele, der hat eine Qualifikation erworben, die sich am Markt sehr, sehr gut natürlich verwerten lässt, wirtschaftlich verwerten lässt und hat damit wahrscheinlich als junger Mensch mit IT-Abschluss, Bachelor oder Master sehr viel Humankapital. Und das meine ich, also dass Menschen, junge Menschen, vor allem Jugendliche und Twins sozusagen unter 25 in erster Linie mal an ihrem Humankapital arbeiten sollten. Also einer guten Ausbildung, aber auch an ihrer Gesundheit. Was nützt es mir, wenn ich alles Mögliche kann, aber eben krank bin oder müde bin den ganzen Tag und so weiter. So, Mhm. das mal vorausgeschickt. Also man kann eigentlich in nichts profitabler investieren als in Humankapital. Ne? Und wenn jemand dann ein bisschen Geld über hat, vielleicht nach der Ausbildung, nach dem Studium, in den frühen Phasen der Berufstätigkeit, der kann und sollte natürlich anfangen, über das Thema Vermögensbildung, ja, das klingt jetzt unsexy, Altersvorsorge nachzudenken. Und dabei kann eine Immobilie, dabei können aber auch andere Dinge hilfreich sein. Sehr schön. Hm. Unter Humankapital versteht man dann wahrscheinlich auch halt Wissen aufbauen, dass man dann später gegen zum Beispiel Geld eintauschen kann. So ist es, genau. Also ich meine, es ist banal, was wir jetzt sagen, aber dennoch ist es sehr, sehr wichtig, sich das äh, ins Gedächtnis zurückzurufen. Ne? Es gibt nichts, was eine höhere Rendite hat als Humankapital. Ne? Das haben Ökonomen, sehr schlaue Leute auch untersucht, statistisch untersucht. Also jetzt nehmen wir mal einfach nur das Beispiel, ich erwerbe einen Bachelorabschluss und die Vergleichsgruppe der Bevölkerung, das sind also Menschen, die ansonsten gleich sind, gleich alt sind, gleiches Geschlecht, gleiche Herkunft, wohnen im gleichen Land oder in der gleichen Region und so weiter. Und die haben keinen Bachelorabschluss. Und da kann ich halt einfach, ist ja eigentlich trivial, statistisch schön einfach feststellen, was verdient jemand mit Bachelorabschluss versus jemand ohne Bachelorabschluss, wenn ich 200 Leute in der einen Gruppe und 200 in der anderen Gruppe hernehme und die einigermaßen homogen sind, diese Gruppen, bis auf eben diesen einen Unterschied, dann, dann werde ich feststellen, dass die Leute in der Gruppe mit dem akademischen Abschluss besser verdienen. Na, in den ersten 5 Jahren nach dem 25. Lebensjahr und vielleicht auch noch darüber hinaus. Und das ist Humankapital, das ist die Rendite von Humankapital. Ne? Und wenn ich noch auf eine noch banalere Ebene gehe, gesunde Menschen werden dann vermutlich mehr Geld verdienen als kranke Menschen. Na, jetzt für bestimmte Krankheiten kann man selbstverständlich nichts, aber für mangelnde Fitness und andere Dinge, was die Gesundheit anbelangt, da kann man was dafür, beziehungsweise das kann man beeinflussen. Ich kann mich gesund ernähren, ich kann Sport treiben und auch hier wird vermutlich dann ein wirtschaftlicher Unterschied auf lange Sicht
resultieren. Und da kann jemand, der jung ist und auch natürlich jemand, der älter ist, aber wir sprechen jetzt über junge Leute, unglaublich viel machen und kein einziges Asset, wenn Sie so wollen, keine Immobilie, keine Aktie, kein Gold, keine Sammlerobjekte, wird jemals die Rendite von Humankapital statistisch jedenfalls betrachtet schlagen. Ne? Ja. Das Einzige, was vielleicht noch rentabler ist, ist reich heiraten oder im Lotto gewinnen. Und auf beides hat man, also das kann man nicht sehr gut kontrollieren. Lotto gewinnen ist 1 zu 14 Millionen, glaube ich. Die 6 richtigen Bereich heiraten, das muss auch erstmal einer schaffen. So, und deswegen Humankapital ist also Priorität Nummer 1 für junge Leute. Ja, Und okay. Okay, also Humankapital aufbauen, so früh wie möglich natürlich. ja, Studieren gehen, natürlich, wenn man auch den Weg so gehen will. ja, Und Sie wissen ja auch, dass halt die Lebenserwartung ja auch immer weiter steigen tut. ja. Und ja, und dann hat man halt auch länger was vom Wissen später. Genau, ja. Also einerseits kann man dieses Wissen viel länger nutzen, da haben Sie recht. Wir werden immer älter, wir werden auch immer gesünder älter. Ne? Ein 65-Jähriger heute ist viel, viel, viel gesünder. Das ist jetzt nicht nur ein frommes Sprüchlein von mir, das ist einfach ein statistisches und medizinisches Faktum, als ein 65-Jähriger vor 20 Jahren. Mhm. Und also einerseits werden wir immer länger, immer älter, Entschuldigung, und deswegen müssen wir auch mehr vorsorgen fürs Alter und so weiter. Und andererseits können wir dieses Wissen und dieses Humankapital, über das wir jetzt gesprochen haben, auch sehr viel länger nutzen. Ne? Also denken Sie sich mal, äh, vor 150 Jahren war die Lebenserwartung in Deutschland, ich müsste jetzt so ein klein bisschen raten, aber ich denke mal irgendwo so sehr deutlich unter 60 Jahren. Die mittlere Lebenserwartung bei Geburt war unter 60 Jahren, vor 150 Jahren noch. Okay. Ne? Und jetzt ist sie irgendwo bei 80 Jahren. Ne? Das bedeutet, sie leben über 20 Jahre länger, sie können auch länger arbeiten, wenn sie möchten. Ne? Und sie können wissen, dass sie vor 150 Jahren eben nicht so lange nutzen können, können sie jetzt länger nutzen. Also es gibt viele Gründe, sehr gute Gründe, also da was zu machen, gesunde Lebensweise, sich lebenslang fortzubilden, nicht zum Couch-Potato werden und einfach an seinem Humankapital arbeiten. Also das ist ja die Überschrift, sein Humankapital managen. Das kann man managen wie eine Immobilie, wie ein Aktienportfolio. Da gibt es keinen Unterschied. Der Vorteil von Humankapital ist sogar, ich habe ich kenne es natürlich wie meine eigene Westentasche. Sie kennen sich selber, Ihren Körper, Ihren Geist besser als jedes Aktienportfolio und jede Immobilie. Sie haben direkte Kontrolle darüber und es kann potenziell ein sehr, sehr ertragreiches Asset sein. Also nutzen Sie diese Kontrolle, die Sie haben. Managen Sie Ja, diese Assets. Ne? also man ist selber die beste Investition. Ja, so könnte man das sagen. Und Ah, okay. gut, jetzt, und das stelle ich immer gerne allen, jedem Gespräch voran, dass sich generell um das Thema Vermögensbildung, Geld verdienen, investieren dreht, weil Humankapital ständig übersehen wird. Ne? Da fangen Leute an, über Immobilien zu reden und über Aktien und über Gold und alles mögliche, Bitcoin und wie man damit Geld verdienen kann, wie man damit reich werden kann, was man richtig, was man falsch machen kann und so weiter. Und dabei übersehen sie eigentlich sozusagen den Elefanten, der direkt vor ihnen steht. Und das ist ihr Humankapital. Ja. Und wer das nicht maximiert, der wird mit allen anderen Dingen Mhm. vermutlich keinen großen Erfolg haben. Ja. Genau. So, und ja, Finanzwissen, finanzielles Wissen, ob das jetzt Immobilien anbelangt, ob das Kapitalmarktanlagen, also Aktien, Anleihen, Fonds und so weiter anbelangt, das ist ein Teil von Humankapital. Ne? Und wer dieses Wissen nicht hat, der wird natürlich nie ein guter Anleger werden. Ne? Also der kann vielleicht mit dummem Glück mal äh, wie das berühmte blinde Huhn, das auch ein Korn findet, Entschuldigung, Glück haben, aber Glück wiederholt sich nicht. Und deswegen
muss man sich also finanziell weiterbilden. Und ja, also um es noch konkreter zu sagen, Ja, selbstverständlich kann man mit 25, 26 anfangen, über eine Immobilieninvestition nachzudenken. Man kann aber auch anfangen, das ist sogar im Grunde genommen einfacher, über eine Investition, über Vermögensbildung in den Kapitalmärkten nachzudenken, zum Beispiel über ETFs. Vielleicht sprechen wir darüber nachher noch ein bisschen genauer. Mhm. genau. Alles klar, Herr Kommer. Danke schon auf jeden Fall für Ihre Meinung über das Thema. Und ja, also Sie sagen ja, okay, viele sagen ja auch, die Börse ist zu riskant oder Immobilien sind riskant, aber das Risiko liegt ja, wie gesagt, in der Person selbst, wie ich das denke. Oder man ist ja selber das Risiko. Man selber entscheidet ja, was man tut. Und das Genau, ist ja. ja, die Aktie weiß ja nicht, dass man sie besitzen tut. Oder die Immobilie. Genau. Und also das ist wirklich eine schlechte Entschuldigung und vielfach auch eine faule Ausrede. Also die Börse ist zu riskant, Immobilien sind zu risikoreich und so weiter. Die Leute, weil sie vielleicht Angst haben, weil sie nichts wissen, weil sie von Berufswegen Zögerer und Zauderer sind, die gerne am Spielfeldrand stehen und sich beklagen und jammern. Nee, also nehmen wir jetzt nur mal ganz kurz den Kapitalmarkt oder noch spezieller den Aktienmarkt. Wenn jemand sagt, oh ja, wir haben jetzt gerade Corona-Krise angesagt und generell sind Aktien ja riskant, das ist ja alles ein Casino, Kapitalcasino und so weiter. Völliger Unsinn. Man kann, wenn ich zum Beispiel 25 Jahre alt bin und 50 Euro im Monat erübrigen kann. Ne? Ich verdiene jetzt nicht die wahnsinnigen Summen, aber ich kann Hm? 50 Euro im Monat sparen. Ne? Dann nehme ich diese 50 Euro und investiere sie in einen Fondssparplan, in ETF-Sparplan, ein ETF, also ein börsengehandelter Investmentfonds, der in alle Aktien weltweit investiert, in buchstäblich 2.000 bis 10.000 Aktien. So, und also erstens mal sind 50 Euro im Monat, selbst wenn ich die verlieren würde, ne, also das ist natürlich gerade bei einer stark gestreuten Anlage, wie ich sie gerade beschreibe, extrem unwahrscheinlich. Es ist buchstäblich unmöglich, das alles zu verlieren. Es kann schwanken im Wert, aber man kann das nie verlieren. So. Genau. Und 50 Euro, also und im zweiten Monat habe ich tatsächlich 100 Euro, ja, wow. Ne? Also wer das als Risiko empfindet, dem kann man nicht mehr helfen. Ne? Also, und wenn jetzt jemand, anderes Beispiel, 35 ist und im Monat 1.000 Euro sparen könnte, ja, ist auch schon mal eine ordentliche Summe, kann nicht jeder. Dann könnte dieser Mensch, und wenn er sagt, oh ja, der Aktienmarkt ist mir zu risikoreich, ja, dann soll er halt einfach nur von den 1.000 Euro 200 Euro in einen global diversifizierten Aktien-ETF reinsparen monatlich und die anderen 800 Euro kann er in einen super sicheren Anleihenfonds, Rentenfonds investieren. Ne? Das ist sicherer als ein Bankguthaben. So. Und also es gibt keine Entschuldigung für niemanden. Und das kann man auch mit Immobilienfonds machen, was ich gerade beschrieben habe. Und ich kann mir natürlich auch zusammen vielleicht mit anderen eine kleine Immobilie kaufen, Kredit aufnehmen und diesen Kredit dann im Zeitablauf über 20, 30 Jahre tilgen. Aber ich muss anfangen. Wenn ich am Spielfeldrand stehen bleibe, dann kann ich das Spiel nicht gewinnen. Genau, und mit so einem ETF kann ja zum Beispiel schon ein junger Mensch anfangen, um an am Wirtschaftswachstum so teilzunehmen. Ja, Und es ist ja auch bewiesen, dass in den letzten 100 Jahren, glaube ich, auch Aktien halt die beste Assetklasse waren, oder wenn ich das so genau, richtig ja, verstanden ja, habe. Ja, richtig. Also die Renditen von allen Assetklassen, ob das jetzt Aktien sind, ob das zinstragende Produkte sind, ob das Immobilien sind, ob es Gold ist oder Rohstoffe oder Sammlerobjekte, die sind alle nicht so hoch, wie viele Menschen glauben. mhm. Das ist, wenn man sich damit mal näher beschäftigt, also mit langfristigen Renditen von Vermögensanlageformen, von Assetklassen, dann ist das teilweise ein bisschen ernüchternd. Aber das sollte niemanden abhalten, zu investieren. Ne? Letzten Endes ist eine niedrige Rendite immer noch besser als keine Rendite. Und wenn zum Beispiel Aktien waren in den letzten 120 Jahren 5 bis 6 Mal so rentabel wie Gold. Ne? Auf diese relativen Unterschiede muss ich abstellen. Ne? Wenn jemand
wenn ich jetzt jemandem sage, ja, mit Aktien konntest du in den letzten 120 Jahren so im Schnitt 5-6% real, also nach Inflation, inflationsbereinigt verdienen oder 5-6% plus Inflation könnte man auch sagen. Und der sagt dann, oh, 5-6%, das ist ja nichts. Dieser Mensch hat zwei Dinge nicht begriffen. Erstens mal hat er den Zinseszinseffekt nicht begriffen. Und zum Zweiten hat er nicht begriffen, dass es halt auf diesem Planeten nichts Besseres gibt. Ja, also man kann sich über alles Mögliche beklagen, aber wenn es keine bessere Alternative gibt, dann muss ich sagen, sind solche Klagen relativ überflüssig. Ja, also ich kann ja auch sagen, Usain Bolt, ne, der berühmte 100-Meter-Läufer, Ja. der brauchte 9,6 Sekunden für 100 Meter. Dann könnte ich auch sagen, ja, gegenüber einem Ferrari oder einem Lamborghini ist das sehr langsam. Ne? Aber er ist unter Menschen, war dieser Usain Bolt halt einfach ein sehr, sehr schneller Läufer. Und ich muss es also mit irgendwas Sinnvollem vergleichen. Und wenn es keine anderen Geldanlagen gibt, die rentabler sind, dann sind diese 5-6% eben eine attraktive Geschichte. Ja. Und, ja. Auf jeden Fall sehr interessant. Ja. Und dann gibt es noch so ein Thema Finanzprodukte, ob das Lebensversicherungen sind, ob das Zertifikate sind, Investmentfonds und so weiter. All diese Finanzprodukte sind ja nur abgeleitet von den Assetklassen, über die wir vorhin gesprochen haben. Ne? Ja. Eine Lebensversicherung ist einfach ein dick verpacktes Finanzprodukt, in dem entweder Staatsanleihen drin sind, also zinstragende Produkte oder Aktien. Und infolgedessen kann diese Lebensversicherung natürlich keine höhere Rendite haben als entweder Staatsanleihen oder Aktien, also das, was drin ist. Ne? Sie hat Sehr sogar schön. eine schlechtere Rendite, weil die Lebensversicherung hohe Kosten hat. Ne? Genau. Und durch Sie bin ich ja auf das Thema jetzt Humankapital gestoßen. So habe ich darüber auch noch nie gedacht. Und ja, und Sie sagen jetzt, okay, Jugendliche sollen jetzt erstmal an sein Humankapital arbeiten. Und Genau. danach entsteht ja auch durch das Wissen, kann man natürlich auch besser investieren dann und Richtig. somit auch wahrscheinlich auch bessere Renditen am Ende des Tages erzielen. Genau, so ist sozusagen die Reihenfolge, die Sequenz. Aber Genau. Humankapital darf natürlich nicht sozusagen das Einzige bleiben. Es könnte ja sein, dass nehmen wir jetzt mal das abgedroschene Beispiel, ich studiere Physik, ne, und gehe zu einem Konzern, werde Unternehmensberater, verdiene ein Heidengeld, ne, 15.000 Euro brutto im Monat und so weiter. Wenn ich das alles verballere, die 15 oder die 11.000 netto, die ich habe oder was auch immer dann dabei rauskommt, wenn ich das jeden Monat verballere, 50 Jahre lang, dann hat mir mein ganzes tolles Humankapital nichts Leider. geholfen. Vielleicht viel Fun und Spaß im Leben, aber dann irgendwann mal hat man keine Lust mehr zu arbeiten und dann bräuchte man irgendeine Art von Vermögen, von dem man leben kann, ja. Natürlich. Mhm. Also ich hätte noch mal eine Frage an Sie, und zwar, Sie haben ja wahrscheinlich auch in Ihr Leben bisher sehr viele Bücher gelesen. Und da würde ich mal gerne fragen, was sind so die 3 besten Bücher, die Sie je gelesen haben? Ja, also wenn es um das Thema Vermögensbildung und Geldanlegen und so weiter Ja. geht, dann sind es eigentlich 3 englischsprachige Bücher, die mir besonders gut gefallen. Es gibt auch noch andere natürlich, die sehr gut sind. Ja. Es gibt das berühmte Buch Stocks for the Long Run, gibt es auch in der deutschen Übersetzung, Aktien für die Ewigkeit, Stocks for the Long Run. Der Autor heißt Jeremy Siegel, wie das Siegel, das Buchsiegel oder der Stempel. Jeremy Siegel, Stocks for the Long Run. Das ist also ein Klassiker, den man auch als Laie lesen kann. Ist jetzt nicht so ganz simpel, aber man muss da jetzt kein studierter BWLer sein. Da geht es natürlich, ja, wie der Titel sagt, um Aktien als Langfristinvestment über die letzten 200 Jahre. Genau. Also nochmal diese ganze Historie, dass Genau, man ja. nochmal ganz klar sieht, dass halt Aktien halt über Ja, langfristigen Zeitraum auch wirklich toll ja. sind. Genau, dann gibt es ein zweites Buch, das mir sehr gut gefällt, ist auch sehr berühmt. A Random Walk Down Wall Street. Mhm. A Random Walk Down Wall Street, das gibt es auch in einer uralten
Übersetzung in Deutsch, allerdings nicht die neueste Aufgabe, die neueste englische Auflage, Entschuldigung, gibt es nicht in Deutsch. Random Walk Diagnostic, also ein Zufallslauf runter die Wall Street, ne, könnte man das etwas holprig ins Deutsche übersetzen. Das stammt von einem amerikanischen Autor, Finanzprofessor namens Burton Malkiel. Das ist ein Buch, das, ich glaube, 1975 zum ersten Mal erschien, also absoluter Klassiker ist, in seiner 18. oder 19. Auflage erschienen ist, sich millionenfach verkauft hat. Ja, und so ein bisschen darstellt, warum man mit Stockpicking und mit Einzelaktien vielleicht nicht optimal bedient ist, sondern über Fonds und gestreute Investments vielleicht besser fährt. Ne? Weil einfach a Random Walk in dem Titel heißt, bezieht sich auf ein Element in einer wirtschaftswissenschaftlichen Theorie, nämlich der Efficient Market Theory, dass also Aktien kurzfristig und mittelfristig, dass die Renditen von Aktien kurz- und mittelfristig eigentlich einem Zufallslauf folgen und daher nicht prognostizierbar sind, nicht zuverlässig prognostizierbar sind. Sehr faszinierendes Buch. Ja, und das dritte Buch, das mir gefällt, leider auch wieder auf Englisch, und das gibt es nur auf Englisch, The Four Pillars of Investing, die 4 Säulen von Investieren. Das kommt von einem amerikanischen Autor namens William Bernstein auf Deutsch. Bernstein ist also das ist ein Arzt sogar. In der heutigen Zeit kann man das ja betonen. Also kein Wirtschaftswissenschaftler, sondern ein Neurologe, Ja. der sich aber auch sehr viel mit Finanztheorie und so weiter befasst hat. Ja, und sehr, sehr clever ist. Und dabei, das ist so ein richtiges Ratgeberbuch, beschreibt, was man wissen muss, wenn man ein guter Investor werden möchte. Ne? Die 4 Säulen des Investierens. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Vielen Dank für die Empfehlung. Ja. Okay, Herr Kommer, danke schön für Ihre Zeit auf jeden Fall heute. Gerne. Und natürlich verlinke ich nochmal Ihre Kanäle in der Beschreibung und natürlich das Buch Kaufen oder Mieten und souverän investieren. Das freut mich. Ganz herzlichen Dank, schön. Herr Burgdorf. Bitteschön. Ja, hat Spaß gemacht. Ihnen noch viel Erfolg in Ihrem Job. Dankeschön. Und einen schönen Abend. Ebenso.